Bevor das Video startet, ganz kurze Werbung in eigener Sache. Bei mir im Community-Tab gibt es zurzeit eine Umfrage, mit welcher Drittligamannschaft ich noch eine EAFC-Karriere machen soll. Stimmt damit ab, lange Zeit habt ihr nicht mehr und dann geht's los in den nächsten Tagen mit der letzten Karriere hier in EAFC und jetzt viel Spaß mit Formel 1. Der nächste Stadtkurs, diesmal aber bei Nacht. Wir sind in Singapur, wo ich auch unter anderem hier links in die Boxengasse schon mal reingefahren bin. Damals bei F1, keine Ahnung, 14 oder 15 kann das sein, irgendwie sowas. Und Singapur, da ist ein Abschnitt auch ein bisschen verändert worden. Zum Schluss, ihr könnt euch vielleicht erinnern, wo man nochmal unter der Brücke oder unter einer Brücke durchfährt. Den Abschnitt haben sie auch verändert. Da haben sie jetzt eine etwas längere Gerade draus gemacht. Also da, wo die Zahl 3 steht, da ging dann nochmal so ein kleiner Knick nach links und nach rechts. Finde ich ganz gut. Das erleichtert etwas den dritten Abschnitt, also Sektor 3, aber die vorherigen Sektoren, die müssen natürlich auch gut durchfahren werden und da habe ich in Singapur immer so meine Probleme, auch was das Überholen betrifft und so weiter. Aber Aserbaidschan haben wir gut hinbekommen und warum sollen wir das auch nicht hier in Singapur bestätigt bekommen? Wir haben mittlerweile ein gutes Auto, gute Komponenten. Wir fahren mittlerweile, ja, etwas besser, also wie man es halt nimmt, ne? Aber im Training sah das halt wirklich gut aus. Hier im Qualifying jetzt leider nicht, da bin ich leider zu weit nach rechts gekommen. Heißt, ich verliere da auch wieder ganz viele Plätze, 10., 9. Aber hatten wir in Baku auch und dann haben wir eine schöne Aufholjagd hingelegt. So, jetzt hier, der Sektor, der ist jetzt ein bisschen länger. Hier ging es nämlich, ich weiß nicht, jetzt oder so ging es nach rechts und dann unter dieser Brücke durch und dann ist man hier wieder rausgekommen. Das hat das Ganze noch so ein bisschen komplizierter gemacht. Jetzt haben wir hier einen längeren Abschnitt. Ja, wir sind 5., haben uns vorgearbeitet. Mal gucken, 5. Platz, wäre ich zufrieden mit. Vielleicht geht da noch ein bisschen was mehr. Komm, 8. Platz ist es. Ja, okay, 8. Platz. Besser ging es leider nicht, da habe ich in Sektor 2 ein bisschen gestruggelt, aber alles okay. Fürs Erste verabschiede ich mich jetzt von Ihnen, aber richtig los geht's ohnehin erst morgen. Seien Sie auf jeden Fall mit dabei, wenn es richtig zur Sache geht. Ja, Alonso als Zweiter, der überraschte auch ein bisschen, aber Aston Martin ist so ähnlich wie McLaren ein Team, was so im Kommen ist. Ja, auf dem aufsteigenden Ast. McLaren ist schon ein bisschen weiter als Aston Martin. Ist ja auch immer nur Alonso oben mit dabei, Lance Stroll auch so ab und zu zufällig. Naja, also starten wir rein. Mal gucken, wie viele Autos wir diesmal überholen können. Und wieder einen Platz gewonnen, Platz 7. Ich glaube, Russell ist diesmal derjenige, der hier eine Strafe bekommen hat. Weiß ich nicht. Ist auch egal, wir starten auf jeden Fall wieder von einer Position weiter vorne. Und diesmal ist Kurve 1 auch nicht so eng wie in Aserbaidschan. Aber da kann es natürlich trotzdem Unfälle geben. Da wird sich gerangelt. Achtung, hier ist die Lücke. Ich werde wahrscheinlich wieder eine Verwarnung kriegen. Da ist es schon. Mit Russell, ach, mit unserem Teamkollegen. Na, also, sehen wir an. Ging ja auch schnell. So. Alonso ist auf die 4 gefallen. Der hat auch nicht so einen guten Start erwischt. Hier bin ich jetzt gut. Oh, an Leclerc vorbeigekommen. Sehr, sehr schön. Wenn ich jetzt Alonso auch noch gecatcht bekomme. Fernando Alonso, so heißt er. Dann wäre das sehr, sehr gut. Achtung, die Kurve hier, die wird ein bisschen enger. Aufgepasst. Und wir sind 4. Also wieder einen guten Start. Den kriege ich immer gut hin. Und dann so ungefähr bis zur Mitte des Rennens. Da habe ich dann so ein paar, ich will nicht sagen Probleme, aber da bekomme ich schon Druck ab und zu. Und dann war es ja meistens so am Ende des Rennens, dass ich da so ein bisschen nachgelassen habe. Dass die anderen da nochmal rangekommen sind. Aber wie gesagt, seitdem ich dieses ERS-Management, also dass ich darauf ein bisschen schaue, getreu euren Tipps, die ihr mir gegeben habt, was das ERS betrifft, habe ich jetzt auch am Ende des Rennens eigentlich noch viel Kraft und viel Power in den Boliden, dass ich da vorne noch mithalten kann. Der Start war okay, jetzt musst du wachsam sein und Bedrohungen in der Nähe ausmachen. Und wie gesagt, so ein Platz auf dem Podium, das wäre halt wieder sehr, sehr nice und mit dem Auto ist das eigentlich schon Pflicht. Ein paar Teile werde ich dann auch nochmal austauschen, also neues Getriebe und so weiter. Ich wollte es jetzt nicht hier ja, im Stadtkurs machen, weil ich mir gedacht habe, komm, die anderen Strecken, die sind ein bisschen anders aufgebaut. Ich glaube, da lohnt sich das einfach mehr. Eine Sekunde hinter dem Wagen vor dir und in der DRS-Zone bist. Da lohnt sich das halt einfach mehr nochmal, die Teile auszutauschen. Neue Steuerelektronik zum Beispiel, MGUH, MGUK, der Turbolader. Das macht auf anderen Strecken, glaube ich, ein bisschen mehr Sinn als hier in Singapur. Ja, Alonso kommt jetzt aber, startet den ersten Versuch. Oh, zieht vorbei natürlich, das hat er drauf. Untersteuern, wenn du hinter dem Auto vor dir fährst. Da gibt es Dirty Air, was sich auf unsere Reifen auswirkt. Also den Satz hat Jeff schon seit ungefähr 4 oder 5 Rennen irgendwie gefühlt auswendig gelernt. Wenn du hinter einem bist, dann untersteuerst du und dann Dirty Air und es reicht, wenn er es einmal sagt.
Finde ich. Also es ist nur meine Einschätzung. Ich müsste das jetzt nicht in jedem Rennen erwähnen, ehrlich gesagt, aber gut. Wenn es nur das ist, dann geht's ja. So, hier kann ich wieder ein bisschen mehr Power geben und auch ruhig in Sektor 3, wenn wir jetzt hier etwas längere Gerade haben. Also ich habe ja auch gesehen bei Verstappen da in Aserbaidschan, als ich da auf den letzten Metern nochmal das ERS angemacht habe, dass ich eigentlich nah rangekommen bin an ihn. Hätte ich das vielleicht 1, 2 Runden früher gemacht. Das hat mich dann doch so ein bisschen geärgert, dass ich es nicht gemacht habe. Aber gut, hinterher ist man immer schlauer. Und hier ist jetzt erstmal wichtig, Platz 4 zu verteidigen. Wir können natürlich immer noch durch den Boxenstopp wieder was wettmachen. Ja, gute Zeit mit 1,31. Alonso kommt jetzt natürlich wieder. Keine Reifenprobleme zurzeit. Konzentrier dich aufs Fahren. Ja, mache ich. Auch Lando Norris auf der 2, so McLaren, die sind wirklich sehr, sehr stabil. Aber genauso wie wir. Also es ist klar, egal wo man beginnt, selbst wenn ich bei Red Bull begonnen hätte, wäre ich wahrscheinlich nicht von Anfang an vorne gewesen, weil ich halt nicht das Auto dazu gehabt hätte. Das wäre aber in jedem Team so gewesen. Es kommt, glaube ich, immer nur darauf an, wie schnell sich die Teile dann entwickeln und so weiter. Und ich glaube, das geht bei Mercedes ein bisschen schneller als zum Beispiel bei Williams oder auch bei Haas oder bei Kick Rush oder wie das Team jetzt heißt. Ich glaube, Kick Rush oder so. Oder RB Cash. Da gibt es die wildesten Teamnamen, ey, krass. Aber so richtig Zeit gewinne ich nicht. Hier jetzt mal eine halbe Sekunde, 0,5, 0,4, vorne hin, fast 3 Sekunden Rückstand auf Sainz. Da kommt es dann halt umso mehr auf den Boxenstopp an. Nach wie vor schönes Panorama hier natürlich mit dem Windrad. Ja moin, Riesenrad. Aber ist ja fast das gleiche, dreht sich beides. Von daher Windrad, Riesenrad. Ist ja fast dasselbe Rad. So, jetzt Achtung. Und da sind sie wieder. Alonso kommt. Wird es aber nicht vorbeischaffen. Und hier, da gewinnt die KI auch immer. Den Abschnitt hier, den nimmt sie auch irgendwie immer ein bisschen besser. Ihr seht, die kommen bis auf 0,3 Sekunden ran. Vorne ist halt jetzt nichts erstmal. Da ist so eine kleine Traube aus 3, 4 Fahrern. Oder aus 3 Fahrern. Und dann komme ich. Norris gegen Verstappen. Der muss sich da auch einige Male schön strecken, muss ich sagen. So, Alonso kommt. Aber die Lücke mache ich ihm gleich wieder zu. Das kann er vergessen. Das wird jetzt hier ein schöner 3, 4, 5 Kampf dahinter. Die anderen, die dann kommen. Piastri ist hier hinter uns. Russell. Stroll. Und man muss immer ein wachsames Auge haben. Gerade wenn die Banden hier ganz nah zusammen sind. Gefühlt wie in Aserbaidschan. Wobei so eng wie in Aserbaidschan sind sie, glaube ich, nirgendwo. Aber ihr wisst, was ich meine. Das kann auch wieder vom einen auf den anderen Moment hier vorbei sein. Und dabei freue ich mich, das sage ich auch wirklich, weil ich mich freue, dass Sektor 3 hier verändert wurde. Dass man also diesen längeren Abschnitt hier hat, dass man hier nochmal Gas geben kann. Dass die Rundenzeiten dann auch dementsprechend ein bisschen anders sind natürlich. Also das nimmt schon mal 10 Sekunden auf jeden Fall. So, nächster Versuch hier, Alonso kommt. Du wirst mit Mediums weiterfahren. Ah, wie schaffen die das hier? Hier kriegen sie irgendwie wieder diesen unsichtbaren Boost, den man sonst nur in Mario Kart bekommt. Das finde ich krass. Ja, und diese 4 Sekunden nach vorne, das ist natürlich ein bisschen schade. Da hätte ich mir auch ein bisschen mehr erhofft. Ich war so ganz motiviert, dass es in Aserbaidschan so gut geklappt hat, aber es klappt natürlich nicht überall. Aber ich bin trotzdem zufrieden hier mit den Bedingungen und allem drum und dran. Mythos, Stadtkurs. Machen wir das schon ganz gut. Ich bin gespannt jetzt, was der Boxenstopp wieder bringt. Wenn wir da den schnell und gut hinbekommen, dann ist auch wieder nach vorne vielleicht was drin. Vielleicht nicht so viel und so gut, dass ich aufs Podium fahre.
Das sieht mir, glaube ich, nicht danach aus. Diesmal 4,5 Sekunden schon der Rückstand. Das ist schon eine Lücke. Das wird man auch durch einen Boxenstopp nicht wettmachen können. Aber dafür gibt es auch noch andere Strecken, die ich gut fahren kann. Wo ich wahrscheinlich den anderen überlegen sein werde. Wir gucken einfach mal. So, hier gebe ich auch mal ein bisschen Gas. Vorher schon. Ja, ERS fast schon aufgebraucht. Schade. So, hier habe ich sogar schon ein bisschen abgekürzt. Hier bin ich sogar schon über die Curbs drüber gefahren. Die sind trotzdem ganz nah an mir dran. Naja, egal. Wir nehmen es so, wie es ist. Und vorne der Dreikampf. Norris, Verstappen, Sainz. Hinter mir kommt jetzt Alonso angerauscht. Dann werde ich jetzt mal die Lücke aufmachen und wieder zu. Nein, da kann er doch nicht vorbeifahren. Mensch, er sieht doch, dass ich rüberziehe. Das ist wieder so ganz blind von der KI. Ich mache die Lücke auf. Ja, ich will ja, dass er da reinfährt oder dass er durchzieht, dass ich dann rechtzeitig wieder zumachen kann. Und dann hält er einfach voll drauf. Das kann er nicht machen. Sonst landen wir, wobei wir beide landen nie im Aus oder an der Bande, sondern wenn nur ich. Weil die KI, die hat ja so einen starken Boliden. Einfach aus Stahl. Dass der einfach immer stabil in seiner Position bleibt. Also, anscheinend Platz 4, das höchste der Gefühle. Mehr scheint wohl nicht zu gehen. Das heißt, wir müssen jetzt diesen Platz mit allem, was wir haben, verteidigen. Box, wir kommen diese Runde rein. Vielleicht wird der Boxenstopp nochmal einiges verändern. Ich glaube aber nicht. Ich glaube, dass wir auch nach dem Boxenstopp auf Platz 4 bleiben werden. Dass das so das Maximale ist. Je nachdem, wie es läuft. Wenn wir natürlich wieder Probleme haben. Ich will jetzt nicht beschreien, aber wir hatten ja auch schon öfter Probleme, dass Reifen zu spät gewechselt wurden, dass es da Probleme gab. Dann behalten wir Platz 4, ansonsten wird es der 5. oder der 6. Platz, gehe ich von aus. Je nachdem, was die anderen halt machen. Deshalb sollten wir uns darauf konzentrieren, es aufzuladen. Hier haben wir wieder eine Vorgabe aus der Kategorie Really. Das kriegen wir locker aufgeladen in der Boxengasse, vielleicht schon vorher. Weil sich das ERS jetzt auch schneller wieder auflädt, habe ich das Gefühl. Da sind wir jetzt auch mittlerweile ganz schön weit. Oder an einem Punkt, wo das auch so weit ist. Achtung, Bande. Super, du hast das Ziel erreicht. Ja, perfekt. Das ist Oh, eine gute Grundlage für den gezielt Rest. dynamisch. Schließe 25 dynamische Ziele ab. Auch bei Steam. Steam erkennt meine gute Arbeit auch an. Perfekt. Eine weitere goldene Ananas. Und denk an das Tempolimit. Bei einer Überschreitung erhalten wir eine Strafe. Denk dran, während du dich näherst. Eine weitere goldene Ananas, die ich mir dann ins Zimmer stellen kann. So, jetzt Achtung, nicht die Bande mitnehmen. Bin ich der Einzige? Ja, ne, Verstappen geht, glaube ich, auch rein. So, Vorsicht, ja, an der Amazon Werbebande vorbei. Achtung, und, oh, ne. Da bin ich doch noch gegengefahren? Aber mein Frontflügel ist heile, oder? Ich muss den jetzt nicht auswechseln. Nein, den muss ich nicht auswechseln, oder? Nein. Zack, 2,5. Hat alles gut geklappt. Weil ich bin gerade durch Alonso durchgefahren. Also irgendwas war da. Sonst wäre ich ja nicht durch Alonso oder Alonso wäre nicht durch mich durchgefahren. Aber wir sind hinter Verstappen. Ist schon mal kein schlechtes Zeichen. Vielleicht können wir da dranbleiben. Damit haben wir unsere Strategie durch. Du musst es jetzt auf diesen Reifen bis ins Ziel schaffen. Das wäre halt jetzt mal eine Hoffnung, dass wir das schaffen, irgendwie an Verstappen dran zu bleiben. Und dann doch da nochmal vielleicht anzugreifen. Je nachdem, wie das ganz vorne aussieht. Wir haben jetzt erstmal 5 Sekunden auf Leclerc. Alonso hat einen Platz verloren in der Boxengasse. Zunächst mal, aber ich glaube, die beiden werden sich noch behaken hier im zweiten Abschnitt des Rennens. Und für uns ist halt jetzt die Frage, ne, ob wir wirklich Verstappen angreifen können. Anders als in Baku, da habe ich es leider zu spät gemacht. Ich glaube, hätte ich das da 1-2 Runden früher gemacht und das Ganze hier erstmal aufgebraucht, wäre vielleicht noch was gegangen. Aber hier in Singapur weiß ich es halt nicht. Da kommt es jetzt halt auch auf Nuancen an. Die berühmten Nuancen, die ich hier immer gerne mit reinbringe ins Spiel. Vorsicht, Bande. Oh Gott. Das ist wirklich ein schmaler Grat hier. Und seit einem Update bin ich der Meinung, haben die auch das Lenkverhalten hier ein bisschen verändert. Also so kommt es mir vor.
So kommt es mir wirklich vor. Russell ist jetzt in der Boxengasse. George an der Box. Boah, das werde ich aber nicht schaffen. Dazu sind wir noch zu weit weg leider. Aber es wäre so wichtig, wenn wir vor Russell bleiben. Achtung. Mal wieder eine Verwarnung für Streckenbegrenzung überschreiten. So, und jetzt hier rum hier. Attacke. Aber wir sollten das schaffen. Eine weitere Vorgabe erreicht, was immer das auch ist. Keine Probleme mit der Reifenabnutzung. Sei weiter vorsichtig. Sehr, sehr gut. Und wir sind Dritter. Wir sind vor Sainz rausgekommen, vor Leclerc. Wir sind also doch auf dem Podium. Also Boxenstopp-Strategie hat wieder funktioniert. 3 Sekunden Vorsprung, 2,3 Sekunden Rückstand und ich werde versuchen, ein bisschen mehr zu pushen mit ERS. Mit der Gefahr, dass wir dann am Ende langsamer werden, aber ich will das diesmal nicht wieder... Dein ERS ist fast aufgebraucht. Ja. Versuchen wir den ERS-Modus in der MFA zu ändern, um eine konservativere Verbrennungsrate zu erreichen. Oder du könntest vom Gas gehen oder leicht abbremsen, um es wieder aufzuladen. Okay, Abstand zum Auto vor dir, 2,4 Sekunden. Ja, vielen Dank, darf ich jetzt auch mal wieder reden. Also ich will mir da nicht hinterher wieder den Vorwurf machen, oh, hättest du mal gemacht. Und wie gesagt, aber nur so just by the way, also die Samples hier, die ganzen Aussagen von Jeff, boah, wenn ich die jedes Rennen immer und immer wieder hören muss. Es reicht, wenn er es vielleicht einmal sagt, zweimal, aber ich weiß es mittlerweile. Das müsste man doch auch irgendwie hinkriegen. Ich weiß mittlerweile, dass, wenn man in die Boxengasse fährt, nicht so schnell fahren darf und so weiter. Ab und zu mal die Zeiten durchgeben ist ja auch schön und gut, aber wenn er immer wieder das Gleiche, das nervt irgendwann. Das muss dann auch irgendwie einstellen können. Vielleicht kann man ja auch Jeff einfach ausschalten. Das geht bestimmt auch, habe ich mich noch nicht mit beschäftigt. Ich beschäftige mich jetzt lieber, was vorne eventuell noch passieren kann. Schnellste Runde, 1:30,607. Der Abstand zum Teamkollegen beträgt 8,4 Sekunden. Hört. So, Verstappen, siehst du mich? Ja, du spürst mich auch gleich in deinem Rücken. Ich bin schon da. Vorne Norris könnte mal wieder gewinnen. Verstappen dann dahinter. Wird jetzt im Meisterschaftsrennen nichts Gravierendes verändern. Ich glaube, Verstappen macht das dieses Jahr, aber theoretisch die Jahre danach würde dann McLaren vielleicht auch mal ernsthaft mit einsteigen. Mit Lando Norris gehe ich von aus. Irgendwann würden wir dann auch ein Wörtchen mitzureden haben. Aber wichtig ist jetzt dranbleiben, wirklich. 1,9 Sekunden, das ist nix. Das kann man schaffen. Vor allem, weil halt Verstappen auch, wie sagt Jeff so gerne, Dirty Air hier spazieren fährt. So, 2 Sekunden hier wieder ein bisschen Gas geben. Fängt es an zu regnen? Nee, weil die Lichtverhältnisse sind gerade so ein bisschen komisch. So, und jetzt eigentlich hier auf der langen Strecke, da müsste ich jetzt eigentlich mein komplettes ERS mal ausgehen, weil ich komme gefühlt dran. Also gefühlt bin ich da ein bisschen näher dran. Hier muss ich natürlich aufpassen, wenn ich mir eine zweite Verwarnung hole, dann ist halt auch bald Schicht im Schacht mit dem Podium. Dann werde ich das vergessen können, aber noch ist es nicht so weit. Wir haben genug Zeit. Da war die zweite Verwarnung, nochmal eine schnellere Runde. 1:30,173. Also, jetzt habe ich schon 2 Verwarnungen. Jetzt sage ich mir nichts mehr erlauben. Ansonsten ist der Podiumsplatz weg. Oder mal gucken, wenn es eine 3 Sekunden Strafe gibt, dann könnte das trotzdem noch reichen. Okay, hör zu. Die Rundenzeiten schwanken im Moment ein wenig. Versuchen wir das auszugleichen. Ja, ich habe die letzten beiden Runden jeweils die schnellste Runde gehabt. Also die schnellste Rundenzeit. Ich weiß nicht, was Jeff guckt. Das zum Beispiel auch wieder ein Satz aus der Abteilung. Wie blöd bist du denn? Ich habe die letzten beiden Runden die Bestzeit gefahren. Und er erzählt mir irgendwas von, oh, wir fahren inkonstant und die sind so ein bisschen am Schwanken. Das stimmt gar nicht. Fake News von Jeff. Absolute Fake News. So, Verstappen, ich hab dich an den Eiern, komm. Wir beide wissen es ganz genau, du wirst das nicht hinkriegen. Ich werde dich noch überholen. Das habe ich mir jetzt fest vorgenommen. Es sind nur 1,7 Sekunden, das ist nix. Aber hier habe ich leider zu wenig ERS, um das wieder alles zu verbraten. Sonst, egal, ich mach's trotzdem, komm. Habe ich ja gesagt, auch auf die Gefahr hin, dass ich noch am Ende des Rennens hier gecatcht werde. Aber ich will mir nicht den Vorwurf machen, oh, hättest du mal gemacht. Und dann habe ich es auch nicht gemacht. Aber jetzt muss ich natürlich auf die Streckenbegrenzung achten. Dass ich mir das hier nicht selber zunichte mache.
Schade, wenn ich nur einmal in dieses DRS-Fenster hier reinkommen würde, dann würde ich ja auch wieder ein bisschen mehr gewinnen. Jetzt sind wir nur noch 1,6 hinten, 1,5 waren wir gerade zwischenzeitlich. Und Norris vorne auch. Ich glaube, da wird Verstappen auch nicht rankommen. Der wird, wenn nichts schief geht, das Rennen gewinnen. Behalte den Abstand nach vorne im Auge. 1,8 Sekunden. Habe ich, Jeff, habe ich alles im Blick. So, das ist ja okay. Ab und zu mal die Zeiten durchsagen, alles super, aber nicht immer, ja, den alltäglichen Einheitsbrei runterlabern. Das, was er schon vor 10 Rennen gesagt hat, das sagt er nämlich auch immer wieder. Das muss ja gefühlt nicht sein, ne? Also. Achtung hier. Hier muss ich auch immer gut reinkommen in die Kurve. Hier kann ich auch so viel, oder hier verliere ich auch so viel Zeit. 2,1 Sekunde. Wieder ein bisschen Zeit verloren. Reifenmanagement so ein bisschen im Blick haben. So 50%. Gib ihm. Und hopp. Fast alles voll durchziehen. 4 Sekunden auf Sainz. Das ist alles okay. Alonso ist 5. jetzt. 6,5 Sekunden. Wir holen den Wagen vor uns ein, aber vergiss nicht, dass diese Reifen bis zum Schluss durchhalten müssen. Ja, 3 Runden haben wir noch. Ich versuche es irgendwie. Ich will jetzt hier, wie gesagt, nicht die zusätzliche Strafe riskieren, aber ich will trotzdem, wenn ich die Chance nach vorne habe, will ich sie irgendwie versuchen zu nutzen. Weil Verstappen macht mir jetzt auch nicht den schnellsten Eindruck. Also er kommt ja vorne an Norris nicht ran. Das war ja zu Beginn der Saison auch ganz anders. Also da hat uns ja Verstappen teilweise wirklich deklassiert. Hat dann wie viele Sekunden Vorsprung gehabt. Jetzt wendet sich das Blatt nun mal. Die anderen Teams haben sich auch weiterentwickelt. Die haben auch aufgestockt. Also von daher geht das nicht mehr so easy peasy wie am Anfang. Aber für uns scheint es noch zu reichen. Für uns scheint es leider noch zu reichen. Aber ich versuche alles hier. Ich fahre mein bestes Formel 1 hier in Singapur. Auch auf einer Strecke, die ich persönlich halt auch entfernen würde aus dem Rennkalender. Ich fahre hier einfach auch nicht gerne. Aber was willst du machen? Obwohl es so gut läuft. Das hat gar nichts mit der Platzierung zu tun. Ich wäre auch gewillt, die hier auszutauschen, wenn ich hier gewinnen würde. Ich mag die Strecke einfach nicht. Aber jedem das seine. So, 1,4 Sekunden. Wir kommen näher. Bedrohlich nah. 2 Runden sind es noch. Aber ich kann nicht mit ERS pushen. Ich kann nicht so sehr vorne ran pushen, dass ich auch ins DRS-Fenster komme. Achtung, Verwarnung und so weiter. Egal, 1,3 Sekunden. So, noch 2 Runden. Schaffen wir es oder schaffen wir es nicht? Das Podium sollte mir sicher sein. Wichtig ist jetzt Platz 2. Also Platz 2 verteidigen. Ja, primär mit der schnellsten Rundenzeit. Alles gut, aber Platz 2 vom Gefühl her wäre das einfach geil. Aber ich will es auch nicht übertreiben. Wenn es dann halt nicht reicht, dann riskiere ich es jetzt auch nicht. Aber wenn ich die Lücke sehe, dann werde ich versuchen, sie zu nutzen. So, und wir sind dran. 1,3 Sekunden. So nah waren wir noch nie dran. An Verstappen. Jetzt muss es gut laufen. Bisschen Lift and Coast hier. Dass ERS vielleicht ein bisschen schneller aufgeladen wird. Habe ich ja gelernt. So, 44%, 1,5 Sekunden. Reicht leider noch nicht ganz. Nach hinten wird der Vorsprung auch immer größer. Da hat sich jetzt auch eine größere Lücke ergeben. So, aber jetzt. Wenn ich hier gut rauskomme und alles ERS hier aufbrauche. Raus damit. 50% fast. Aber es reicht trotzdem nicht. Ne, 1,3 Sekunden. Vielleicht hier auf Start und Ziel auch nochmal alles raushauen. Das bleibt mir anderes übrig. Anders wird es nicht gehen. Abstand zum vorausfahrenden Auto 1,5 Sekunden. Unser Abstand zum Teamkollegen beträgt 13,3 Sekunden. Den haben wir auch ganz schön deklassiert, ey Russell. 13 Sekunden Vorsprung. Gut, aber ich glaube, nach vorne geht nichts mehr. Ich glaube, diese 1,2 Sekunden, die wir zwischenzeitlich dran waren, das war das höchste der Gefühle. Fahren wir das Rennen hier entspannt zu Ende. Ich schaue jetzt, dass ich keine weitere Strafe kriege. Das ist jetzt das Wichtige. Und selbst wenn, glaube ich, wenn es eine 3 Sekunden Strafe wird, würde ich trotzdem Platz 3 behalten.
Also das war auch wieder ein gutes Rennen. Von Platz 7 gestartet. Ein paar Plätze gewonnen am Anfang. Wie immer. Und dann die Banden heile gelassen, ne? Das ist auch immer wichtig, dass der Frontflügel nichts abbekommt, dass wir hier schnell rumfahren können. Und Norris gewinnt. Also die ersten 3 Plätze stehen fest. Dahinter glaube ich Sainz 4., Alonso 5. Ich finde es gut, um mal was Positives hervorzuheben, dass Sektor 3 geändert wurde. Das finde ich sehr schön. Dass man nicht mehr diesen engeren, unnötigen Abschnitt hat, der einfach Zeit gekostet hat und der auch halt einfach nervig war. Also da unter der Brücke nochmal durchzufahren. Warum auch immer, wer sich das ausgedacht hat. So, letzte Runde. 1,6 Sekunden auf Verstappen, das wird nichts werden. Die schnellste Runde behalten wir hoffentlich auch. So, da ist er. Ich habe ihn ja. Jetzt sind wir wieder so weit, dass ich sage, die letzte Runde. Da geht aber nichts mehr. Nee, dazu bin ich zu weit weg. Ich bin nicht im DRS-Fenster. Ich habe jetzt ERS natürlich angeschaltet, weil ich ja alles nochmal raushauen will, aber es klappt nicht. Es wird nicht reichen. Ja, das ist schade und bitter. Weil ich ihn halt wieder sehe. Ich sehe ihn und wenn das Rennen 2 Runden länger gegangen wäre, dann hätte ich ihn bekommen. Aber gut, kannst nichts machen. Platz 3 ist trotzdem okay. 1,1 Sekunde. Ja, warte nochmal kurz. So ganz abschreiben will ich es halt auch noch nicht, weil es ist ja theoretisch noch möglich. Achtung, da habe ich schon die Verwarnung wieder gesehen. Gut, DRS bekomme ich halt hier leider nicht. Schade. Jetzt bin ich fast im DRS-Fenster und jetzt ist das Rennen vorbei. Das ist natürlich maximal bitter. Das ist maximal bitter und unglücklich. Naja, egal. Machen wir einen Strich drunter. Wie gesagt, Norris gewinnt, Verstappen 2. Jetzt fange ich schon an, wie Jeff hier meine Sätze 10.000 Mal zu wiederholen. Es war trotzdem gut. Wir haben uns dann nach dem Boxenstopp entfernt von Sainz. Das war auch super. Und mit Platz 3 wieder Podium, wieder viele Punkte geholt mit der schnellsten Rundenzeit. Da bin ich auf jeden Fall sehr, sehr zufrieden. Platz 3 mit Feuerwerk. Alles super. Klasse Rennen. Gute Arbeit. Du hast dich heute gut geschlagen. Ich glaube, der Boss wird damit sehr zufrieden sein. Hier ist die karierte Flagge und der Gewinner steht fest. Das ist der Sieg für Lando Norris. Am Ende des Tages sehen wir einfach nur das Ergebnis, nämlich einen Rennsieg. Aber das ist nicht die ganze Geschichte. Aus Fahrersicht ist es nämlich nicht einfach, die schwierigen Umstände zu überwinden, die heute im Rennen herrschten, Sascha. Das ist keine Kleinigkeit. Und es zeugt von großer Reife und innerer Stärke. Und das kann man für sich nutzen, um sein Selbstvertrauen für den Rest der Meisterschaft weiter zu stärken. Während die Fahrer sich auf das Podest begeben, kann man annehmen, dass es bei McLaren heute Abend ordentlich krachen wird. Glückwunsch an alle im Team. Sie haben sich den Sieg gesichert und bewiesen, dass sie auf der Strecke ein ernstzunehmender Gegner sind. Also Stefan, damit endet ein weiteres fantastisches Rennwochenende. Vielen Dank an alle, die mit dabei waren. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ja, wir haben das Beste rausgeholt, würde ich sagen, ne? Wie immer, da können wir einen Strich drunter machen. Verstappen gewinnt nicht. Norris gewinnt 2 Plätze. Die anderen Fahrer, ja gut, PS4 hat auch wieder verloren. Der choked auch das ein oder andere Mal rein. Magnussen gewinnt einen Platz. Tsunoda auch. Ocon auch. Richtig starkes Rennen gefahren. Und wir bleiben weiterhin Dritter. Hier hat sich auch nichts verändert. Wie viel Vorsprung? Ja gut, Verstappen, der wird dann spätestens in den nächsten Rennen seinen WM-Titel, glaube ich, klar machen. Da kommt auch Lando Norris nicht mehr ran. Aber ich bin zufrieden. Schönes Rennen. Saison läuft auch bislang richtig gut. Weiter geht's. Auch hier wieder ganz wichtig, Rivalität haben wir, glaube ich, gewonnen. Aber gut, Sergio Perez wird uns nicht mal angezeigt, haben wir wahrscheinlich schon gewonnen. Und eine neue Rivalität kriegen wir nicht. Aber wir haben viele, viele grüne Zahlen. 75,5 die Wertung, da kommen wir auch näher ran. Jetzt haben wir schon 44, 56 das Verhältnis. Da kriege ich leider auch kein Level-Upgrade.
Schade, gut, beim Windkanal-Ingenieur ist okay, aber die anderen, die habe ich schon seit Beginn an auf Level 1. Aber gut, kann es nicht ändern. So, dann haben wir hier jetzt einige Ressourcen, die wir ja dann bekommen auf jeden Fall. Und die Upgrades. Das ist, glaube ich, das, was ich für nächste Saison schon gesaved habe. Ich habe ja gesagt, dass ich jetzt da erstmal ein bisschen den Fokus drauf lege. Und nächster Grand Prix. Texas, auch eine schöne Strecke. Lässt sich auch gut fahren. Da werde ich dann vorher die Komponenten austauschen. Das ist jetzt eine Strecke, wo sich das auch wirklich lohnt, wo man Highspeed geben kann. Alle neuen Teile wurden gefertigt und wir können sie beim nächsten Grand Prix einsetzen. Und zwar hier, Verbrennungsmotor. Ich mache das jetzt mal mit euch zusammen, dass ihr das auch seht, dass ich das gemacht habe. So, hier Energiespeicher, da würde ich, glaube ich, eine Strafe für kriegen. Das mache ich jetzt nicht. Das und Getriebe mache ich schon auf 4. Also nochmal ein bisschen ausgetauscht. Das würde ich natürlich jetzt hier auch erstmal versuchen zu saven. Obwohl ich nicht viele Teile gesaved bekomme, aber immerhin. Die andere Hälfte kann ja dann auch Russell machen. Also ich bin ja nicht alleine dafür verantwortlich. Das kann ja dann auch mal Russell machen. So, also die Ziele wieder. Den haben wir hier. Fertigungsexperten ist auch mal wieder da. Halte die, schließe 3 Sessions ab, ohne dein Auto zu beschädigen. Das sollte ich hinkriegen. Dann machen wir hier, ja, durchschnittliche Kurvengeschwindigkeit von 160. Das klappt auf jeden Fall. Allein in Sektor 1 ist das ja möglich. So, schließe 6 Runden in Trainingssessions ab. In-Lap und Out-Lap ausgeschlossen. Schließe 6 Runden während eines Rennwochenendes ab, ohne Strafen und Verwarnung. Das sollten wir eventuell hinkriegen. Und Lift and Coast kriege ich auch in 30 Sekunden lang. Die sind erst in 3 Rennwochenenden wieder da. Und die anderen halt irgendwann auch in 2 oder 3 Wochen. Und wir haben wieder ein Sprintrennen, sehe ich gerade. Hier in Texas und im Rennen Regen. Also da kommt mal wieder eine kleinere, größere Herausforderung auf uns zu. Aber wir haben ja gelernt aus den letzten Regenrennen, dass uns das eigentlich liegt. Belgien, in Kanada, ja, da gab es ja auch in Kanada einen Restart. Und in Silverstone hat es auch geregnet, da hatten wir dann auch einen Restart, also kommt uns das eigentlich entgegen. Gute Voraussetzung. Gucken wir nochmal hier drauf. Das kann man sich gar nicht oft genug angucken, Platz 3. Und mittlerweile haben wir auch sehr konstante Rennergebnisse. Also wenn wir mal Spanien weglassen, haben wir von Imola an, waren wir immer unter den ersten 10. Ja, konstant und jetzt auch die letzten Rennen immer unter den Top 3. Also von Italien an begonnen. Mal gucken, was dann in Texas geht. Beim Sprintrennen bin ich auch sehr, sehr gespannt. Und von daher hoffe ich, dass ihr noch dran bleibt bis zum Saisonende. Viele Rennen haben wir nicht mehr. Bald ist es geschafft. Und deswegen lasst nochmal einen Daumen nach oben da. Ein kostenloses Abo, damit ihr die nächsten Rennen nicht verpasst. Macht's gut, bleibt gesund und euch einen schönen Tag. Ciao, ciao.